Lieben, in diesem Video zeigen wir euch die Fährüberfahrt von Calais nach Dover mit DFDS-Fähren und ihr könnt hier die Ankunft am Fährterminal sehen. Wir werden auch die Fahrt mit DFDS-Fähren bewerten, also los geht's! Wir haben auch schon ein Video über die Überfahrt mit DFDS-Fähren von Dover nach Calais auf Englisch gemacht. Ihr findet den Link hier und unten in der Beschreibung. Stellt sicher, dass ihr die automatische Übersetzung ins Deutsche einschaltet, okay? Es ist gut, früh am Fährterminal zu sein, vor allem in der Hauptreisezeit, denn es gibt einige Kontrollen und Dinge, die erledigt werden müssen. Da ist das Schild der Hafen von Calais, Port de Calais. Sorry, where's DFDS? Down there to the right, down there to the right. Over here? Oh, FedEx, yeah. you see FedEx? Yeah. Wir waren nicht in der Hauptreisezeit dort, sodass wir viel Zeit und viel Platz hatten. Es gab nicht viele Autos, aber in der Hauptferienzeit kann das ganz anders aussehen. Also seid da früh da. Zuerst haben wir hier am DFDS-Fährenschalter unser Ticket geholt. I pass you then. Dann mussten wir durch die französische Passkontrolle. Also ja, wir hatten eine Menge Zeug dabei, wie ihr seht. Wir kamen gerade aus Deutschland zurück. Hier seht ihr meine Kleine und ja, sie hatte kein Problem auf dem Boot. Die Kinder lieben es, weil es sie an die Zeit im Mutterleib erinnert. Also macht euch da keine Sorgen, falls ihr Kleinkinder dabei habt. Der nächste Schritt war eine Sicherheitskontrolle, also seid auf diese vorbereitet. Danach gingen wir noch durch die britische Passkontrolle, also als wir in Dover ankamen, war alles erledigt und wir mussten nichts weiter tun. Wir konnten einfach rausfahren vom Schiff und auf die Straße. Das gleiche ging auch zur Info auf dem Rückweg. Wenn ihr zum Beispiel von Dover nach Calais fahrt, war das auch so. Es wurde alles vorher schon erledigt und wir konnten dann in Calais direkt raus vom Schiff, raus auf die Straße. Nach der Passkontrolle sind wir einfach hierher gefahren und haben uns hier angestellt, um zu warten. Hier ist auch der Duty-Free-Shop in Calais. Also hier haben wir jetzt ein bisschen Zeit, um einkaufen zu gehen. Wir waren sehr früh dort und nicht einmal der Duty-Free-Laden war anfangs geöffnet. Es gab auch einige Toiletten hier in dem Bereich des Duty-Free-Shops, die bereits geöffnet waren. Im Duty-Free-Shop gab es einige gute Angebote. Wenn ihr also etwas kaufen wollt, solltet ihr dort vorbeischauen. Dann war es an der Zeit, auf die Fähre zu fahren. Und hier seht ihr, wie wir auf das DFDS-Fährschiff fahren. And we're about to be, and we are now on the ship. Wir haben unser Auto geparkt. Merkt euch die Zone, in der ihr euer Auto geparkt habt, damit ihr nachher schnell von der Fähre runter könnt und ihr niemanden aufhaltet. Ihr könnt nicht im Auto bleiben, wenn die Fähre ablegt. Stellt also sicher, dass ihr alles, was ihr braucht, dabei habt, bevor ihr die Treppe hinaufgeht. Hier seht ihr nun, wie wir auf das Hauptpassagierdeck hinaufgehen. Hier ist die Treppe. Es gibt auch einen Aufzug, wenn man diesen braucht. Auf der rechten Seite hier befindet sich die Premium Lounge, die man ebenfalls buchen kann. Wenn ihr weitergeht, seht ihr hier den normalen Sitzbereich, der nicht Teil der Lounge ist. Dies ist für alle. Hier gibt es auch ein Café, in dem ihr Snacks und Getränke kaufen könnt. Wenn ihr zur Seekrankheit neigt, ist dieser mittlere Teil des Schiffes ein guter Platz, um während der Überfahrt zu sitzen. Und natürlich solltet ihr nicht vergessen, etwas zu essen, bevor ihr das Schiff betretet.
Direkt neben dem Café gibt es auch einen kleinen Spielplatz für Kinder, der ist auch gut für sie. Dies ist der Duty-Free-Shop im Inneren der DFDS-Fähre und ihr könnt hier einige der angebotenen Artikel sehen. Es gab jede Menge Spielzeug, Schmuck, Spirituosen, Süßigkeiten und so weiter. Also hier seht ihr ein wenig, was sie im Angebot haben. Und jetzt gehen wir auf die Außenterrasse. Die Außenterrasse kann ziemlich rutschig sein, also seid vorsichtig. Dort drüben könnt ihr den Fährhafen von Calais sehen. Wir sind gerade dabei, den Hafen zu verlassen. Hier sind weitere Ansichten des Hafens von Calais und der französischen Küste, die man an einem klaren Tag wie diesem sehen kann, hier von der DFDS-Fähre aus. Es war wunderschön, wie ihr sehen könnt. Wir haben die Kreidefelsen, also die White Cliffs of Dover, nicht gefilmt, als wir im Vereinigten Königreich ankamen. Ihr könnt die White Cliffs of Dover in unserem Video der Fahrt von Dover nach Calais sehen, welches ich, wie gesagt, hier unter dem Video in der Beschreibung erwähne. Und ja, die Kreidefelsen von Dover sind wirklich super schön, auch an einem klaren Tag. Wir wollten aber niemanden aufhalten, deshalb haben wir das nicht gefilmt bei der Ankunft. Wir wollten ins Auto steigen und die Fähre verlassen, als wir in Dover ankamen. Jetzt könnt ihr sehen, wie wir in Dover ankommen. Ich werde euch hier einen kleinen Teil der Ankunft zeigen. Also wie gesagt, alles war erledigt, Zoll, Pass und so weiter. Wir sind hier vorsichtig rausgefahren natürlich. Wir haben den Ärmelkanal, also English Channel, zweimal mit den DFDS-Fähren von Dover nach Calais und Calais nach Dover überquert, also jetzt 4-mal. Und auf allen Fahrten fanden wir alles sehr gut organisiert und das Personal war auch sehr freundlich, sodass wir DFDS-Fähren wirklich mögen und wir werden sie wahrscheinlich in Zukunft auch wieder benutzen. Und schließlich könnt ihr hier Dover sehen. Als wir aus dem Fährterminal herauskamen, meine Kleine schläfte, das war sehr gut, Gott sei Dank. Und hier kann man die Küste und die Strandpromenade ein bisschen von Dover sehen.